Vorletzte Folge. Zu viel Sprungkraft. Ey, ich bin echt gespannt, was die noch reißen in dem letzten Tag, ne? Also Abfahrt. Rein in die vorletzte Folge. Ich habe das Intro einfach übersprungen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Einen wunderschönen guten Morgen am Tag 6. Das muss man sagen, war bis jetzt echt die schlechteste Nacht. Es war richtig warm und stickig. Überall jucken natürlich die Mückenstiche, bis man einschlafen konnte. Heute Nacht mehrmals wach geworden. Und ich muss mal irgendwo googeln, oder vielleicht weiß einer von euch das da draußen. Und zwar ist hier nachts ein Geräusch auf diesem See, als würde einer mit so einem Paddel aufs Wasser schlagen. Man hört also nicht vorher irgendwas aus dem Wasser kommen, also wie einen großen Fisch, sondern einfach nur BAM! So ein Schlag aufs Wasser. Ja, Würde ich okay. gern wissen, was das für ein Tier ist. Keine Ahnung. Man muss ja eigentlich ein Fisch sein, weil ich glaube nicht, dass es irgendwelche Vögel gibt, die jetzt nachts auf Wasser klatschen, um dann Fisch zu fangen oder so. Vielleicht erstmal Netz kontrollieren, weiterknüpfen, Shelterbau. Ja, Vögel auf gar keinen Fall, oder? Nachts die pennen. Safe. Also, was kann das sein? Und ich will gerne mal tagsüber in den Dschungel. Mal gucken, wie tief kommen wir rein, weil es kann ja nicht sein, wir müssen mehr Tiere sehen. Wunderschöne Szenerie einfangen. Mit der Drone. Boah, krass. Voll nebelig. Wie hoch ist denn die Drohne, bitte? Sieht Kurz nach geil 6, aus. Leute. Wir sind draußen, einfach wunderschön. Also den Dschungel auch von oben zu sehen mit der Drohne. Ich hoffe, das ist für euch genauso schön, diese Aufnahmen. Sonne kommt Immer. jetzt langsam raus. Für mich heißt jetzt sofort weitermachen mit Knüpfen vom Netz. Und dann gehen wir gleich wahrscheinlich noch das Kiemnetz kontrollieren. Aber jetzt erstmal Gas geben beim Netz. Boah, ob er das noch schafft? Aber er ist gut weit. Jetzt noch der Plan, echt? Guckt euch den Joey an hier. Ist der Baumeister hoch 10. Joey, das ist ja wie mit der Wasserwaage. Die Ägypter haben auch keine Wasserwaage gehabt, die haben auch geguckt. Ich frage mich, wie die Ägypter das gemacht haben. Also nach den Pyramiden, die 7 Weltwunder, kommt hier Joey, wo das mal perfekt austariert ist, das Ganze. Und dass es eine richtig schöne Liege gibt, unterm Shelter sozusagen. Joey, das sieht richtig gut aus. Sollen wir einmal die Fische gucken im Netz? Ja. Ich kann auch sonst alleine losfahren, aber wir wollen ja Frühstück haben, Leute. Boah, mal gucken, ob Fische drin sind. Das Netz bestimmt direkt... Ah, guck mal, da ist was. Okay, was Das ist ein Stock. Das habe ich auch nicht gesehen. Boah, ist das geil. Guck dir das mal an. Das ist ein Klopper, ist das. Der ist groß. Der ist richtig groß. Boah, Ein anderer Fisch. den können wir aber schön grillen. Ja. Okay, krass, guck mal da. 2 verschiedene Sorten. Ganz andere Fische. Sieht doch richtig schön aus hier. Wunderschön. Auch überall Stacheln, der Kollege. Ein Piranha mehr. Ja, die Ausbeute heute ist mal, nennen wir es mal exotisch. Also 4 verschiedene Fische. Ich meine, der sieht ja aus wie. Boah, der sieht aus dem giftig aus. Aquarienladen. Und Sieht der aus wie so eine mittelständiges Forelle. Maul, ja, irgendwie so ein bisschen Weißfisch. Gut, und 2 Welse. Aber das ist ja mal ein schöner Fisch hier, Leute. Der sieht ja mal wunderschön aus. Der Kollege. Guckt mal an. Der auf sieht jeden Fall irgendwie lecker giftig aus. Also, Lecker? Ich wir finde, haben der wieder sieht was giftig am aus. Grill. Gestern war natürlich erheblich mehr, allerdings muss man sagen, unser Netz ist vollkommen zerfetzt. Und deswegen nur 4 Fische. Ehrlich, ich freue mich jetzt wirklich auf das Grillen. Gegrillter Fisch schmeckt einfach richtig gut. Gibt nochmal ordentlich Schub. Tag 6. Zeit verfliegt wirklich, ne? Zeit verfliegt hier wirklich. Und ich könnte fast verzweifeln, wie lange ich für mein Netz brauche. Boah, Und glaub mir, ich die bin wirklich ganzen Stunden und Fliegen. Stunden dran. Aber ich will das Ding einfach fertig kriegen. Zumindest mal so weit, dass wir es einfach testen können und sagen, okay, funktioniert. Und wenn man jetzt nochmal 10 Tage länger bleiben würde, könnte man auch richtig mit Fisch fangen und generieren. Das wäre einfach wieder Ziel.
Aber hey, manche Sachen laufen nicht so leicht. Manche Sachen gehen schwer von der Hand. Wenn ich einen Shelter zum Beispiel sehe und mit dem Bett, das finde ich natürlich eine 10 von 10. Das wäre natürlich nicht wasserdicht, gar keine Frage, ne? Weil aber auch hier das Zeug echt trocknet. Trotzdem ein schöner Sonnenschutz, Windschutz. Mein Traum war ja eigentlich, dass wir hingehen können und das irgendwie flechten können, das Material zu so Schindeln. Das habe ich bei den Einheimischen hier schon gesehen, weil den Indigenen vor allem ganz viel. Aber die haben eine andere Art von Palmat, die ist irgendwie, da sind die Blätter näher aneinander. Ich weiß nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und damit geht es natürlich dann irgendwie einfacher. Weiß ich nicht, was er meint. Keine Das ist Ahnung. krass, oder was? Guck dir das mal an. Wie die Piranhas den Fisch von innen ausnehmen. Boah, Ich stell mal vor, die sind Wild. 10-mal so groß. Und du fällst ins Wasser. Die killen dich, die fressen dich auf. So, das Feuer brennt ganz gut. Wir warten erstmal, bis die Flamme runter ist. Und dann salze ich die. Und dann geht es weiter aufs Stellplatz, Liegeplatz. Genau, so geht's halt jetzt weiter mit der Grillerei. Ja, das Bett ist ja dann auch nur für einen Abend, ne? So, quasi. Also. Wenn überhaupt. Aber das Holz ist perfekt dafür. Das sieht gut aus, Freunde. So, Ja. da fehlen noch 4 bis 5 Längen. Und dann schneiden wir die ganzen Spitzen ab, dass man sich nicht verletzt. 1320 Knoten habe ich bis jetzt schon gemacht. Also wenn das ganze Ding komplett fertig ist, dann sind wir irgendwie bei 4.000, 5.000 Knoten. Also ich glaube, das kriege ich zeitlich nicht mehr hin. Deswegen werde ich gucken, wie weit ich komme, dass ich einfach hier noch so das Ding bis hierhin voll kriege. Vielleicht hier noch mal ein bisschen, dass wir einfach so 50, 60 Zentimeter Fangbreite haben. Und das will ich einfach noch fertig kriegen, Leute. Und dann will ich sehen, ob wir damit Fische haben. Fische fangen. Und ich sehe ja Joey schon das Bett fertig gebaut hier. Wenn ich da schön am Knüpfen bin. Er sieht richtig top aus. Hier ist sonnengeschützt und der Wind fegt durch. Sonnengeschützt, Regengeschützt, nicht Regengeschützt, Windgeschützt. Hält auf jeden Fall auf mich aus. Oh, Sehr gerade bequem. eben, Leute. Das funktioniert. Das ist wirklich schön gerade. Und wenn ich jetzt noch überlege, wenn jetzt hier noch so der Packsack drunter wäre, man so ein bisschen weicher hat als die Holzrinde. Gut, ich habe auch nur eine Badebotze an. Und hier ist wirklich angenehm drunter, ne? Durch das Blätterdach und so ist einfach top. Das passt. Und ich wette, wenn hier irgendwelche Einheimischen vorbeikommen oder so, die werden denken, hä? Wer hat sich denn diese Arbeit bitte gemacht? Ja gut, die werden es einfach in Anspruch nehmen, ist ja gut so. Oder? Ist ja schön. So hat man was gebaut, was die noch denken, ah super, die Arbeit hat sich einer gemacht, da können wir hier ein bisschen Siesta halten. Erstmal chillen. Aber das Bett sieht echt easy aus, ne? Voll gut. Aber dass das so lange gedauert hat. Also das Shelter ist hier 10 von 10, wenn die Sonne scheint. Für Regen leider noch nicht geschützt. Immer eine Trockenzeit, bis jetzt hat auch noch nicht geregnet. Aber lädt ein, würde ich sagen. Die ersten 2 Fische haben wir schon mal reingelegt. Machen da schön Hälfte, Hälfte. Jeder knabbert eine Hälfte von dem einen, eine Hälfte von dem anderen Fisch. Ich probiere, glaube ich, als erstes mal hier den... Guck mal, der hat auch ordentlich Zähne. Der Muchacho. Ich glaube, die haben alle Zähne hier. Naja, ohne Zähne kommst du hier nicht weiter. Fressen und verfressen werden, das ist der Dschungel, Leute. Welcome to the jungle heißt das. Welcome to the jungle. Und, wie ist einer? Er ist okay, aber die Piranhas am besten wahrscheinlich, ja? Piranhas schmecken besser. Oh, Hauptsache ein bisschen was zwischen der Zähne. So, ich bringe mal die Fischabfälle weg zu unseren lieben Freunden, den Piranhas da vorne. Da können die nämlich mal ein bisschen Happa machen. Mal schauen, wie die sich freuen werden. So, hier geht die Party natürlich ab, Freunde. Da bleibt nichts mehr von übrig. Die kleinen Piranhas. Okay. Da vorne haben wir
unsere Shelter, wir haben ungefähr so 15 Meter. Und hier baue ich dann halt eine Wand. Ich baue hier ein Klo. Open Air WC. Wieso das denn? Einfach eine Wand, wo es Sichtschutz gibt, dass man halt ein bisschen Privatsphäre hat. Das machen wir. Haben die überhaupt Toilettenpapier dabei? So, Freunde. Jetzt haben wir ein WC. Kleines Loch, man wieder zumachen kann, dass man Privatsphäre hat. Check it out. Erstmal reinpullern. So, läuft das. Das war die Einweihung für dieses Luxus High-End Toilette in Amazonas. Viel Greetings. Wollt ihr nicht auch gleich vorbeikommen? Ich vermiete euch die Bude hier, inklusive bisschen von Mücken. Junge. Leute, unser Shelter wird, was hier alles gebaut ist. Und jetzt will ich mir einfach mal anschauen. Netz ist auch schon, wird nicht ganz fertig, aber ich glaube so weit, dass wir es auf jeden Fall testen können, ob das funktioniert. Und Joel hat ja hier noch Toilette ins Dschungel gezimmert. Was ein Luxus. Was wir jetzt machen werden, wir wollen die Gegend erkunden. Sonne ist draußen und zwar haben wir gesagt, komm, wir gehen einmal um unseren See und gucken. Vielleicht gibt es irgendwie eine spannende Einmündung. Vielleicht gibt es irgendwas anderes. Vielleicht laufen wir doch irgendeiner Frucht über den Weg. Das wäre ja wirklich toll. Jo. Oder sehen halt Eine einfach nur eine Frucht wär schöne krass. Gegend, schöne Bäume, schöne Tiere. Das ist das Ziel. Deswegen gehen wir jetzt einmal schön um den See rum. Das ist natürlich bei Tageslicht ganz andere entspannte Nummer als bei Nacht. Das Gute ist, da kann man sich auch nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur einmal um den See rum. Und eins muss man sagen, hier in diesem überfluteten Gebiet läuft sich echt fantastisch, Leute. Machete, natürlich trotzdem mit am Chart, GPS auch, Wasserfilter, also Kleinigkeiten. Es wird jetzt, glaube ich, auch keine monströse Wanderung werden. Keine Ahnung, vielleicht 1-2 Kilometer, mal gucken. Wir werden es sehen. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Geiler Drohnenshot. Einfach nur Urwald. Wir haben heute noch darüber gesprochen, ne? Wie wahnsinnig schnell die Zeit einfach vergeht. Wir sind Ja, jetzt gut. einfach schon 6 Tage hier draußen. Morgen Tag 7. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob diese Überraschung glückt. Weil wir haben unseren Local hier vor Ort. Alle Hebel in Bewegung gesetzt. Mehrere Sachen stehen zur Auswahl. Am besten klappt natürlich alles. Irgend so ein Typ, der im Dschungel irgendwelche Tiere rettet, die da bei Waldrodung, Waldbrand und irgendwas, wo wir so eine gigantische Anaconda haben. Dann haben wir eine Kokainplantage, Labor, was man immer dazu sagen sollte. Und vielleicht noch als drittes, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, illegale Waldrodung, die natürlich auch überall stattfindet. Boah, guck dir mal diesen Baum an. Passiert das bei uns in Deutschland auch mit den illegalen Drohungen? Auch, ne? Boah, das muss ein Sturm gewesen sein. Einfach so ein Urwaldriese, der hier, oder angehender Urwaldriese, der keiner mehr wird. 500 Jahre alt vielleicht. Irre, was einfach auch für Lücken in den Wald reißt, oder? Mücken freuen sich über uns. So ein bisschen Mangroven-Feeling und ultra warm, ne? Luftfeuchtigkeit. Dickig. übel. Kommt ja auch kein Wind hin, ne? So richtig? Boah, guck mal da vorne in den Baum. Jo, so Luftwurzeln. Leute, wir gehen mal näher ran, aber das sieht irre aus. Übrigens, wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dran, abonnieren, Glocke anmachen. Und die nächste Folge
findet ihr bei Joey am Kanal. Deswegen unbedingt auch Joey abonnieren und da vorbeischauen. Wir wechseln uns immer ab. Eine Folge bei mir, eine Folge bei ihm. Und schaut euch diesen Baum an. Wie krass ist das denn für ein Baum? Gar kein Stamm, es ist ja nur Wurzel. Wahnsinn! Und man könnte zum Beispiel da drinnen so ein Haus bauen. Das heißt, man findet einen Weg rein, dann macht man ein bisschen frei. Ja. Nicht so viel, dass der ganze Baum runterfällt. Ja. Noch nie Was ich gesehen. meine. Ja klar. Und macht dann so auch wieder vom Boden weg so eine Plattform. Und dann wird es halt quasi verkleidet. Ja. Da hast du ihn drinne. Also was schätzt du, 40 Meter? Ja, bestimmt. Locker. Ja, ist der auf jeden Fall. Na, das müsste doch einer der Bäume sein, die ich auch kenne. Finde ich unfassbar spannend, Wie? weil die wie so ein Ständerwerk haben, links und rechts, die auch als Buschtrommel genutzt werden. Ah ja, guck mal, und da kann man perfekt sehen, bis wohin das Wasser geht. Bis da oben geht's Wasser, Joey. Guck mal, wie hoch? Das sind fast 3 Meter. Und guck mal, die werden genutzt eigentlich für so Trommeln, Buschtrommel. Um denen zu sagen, ich komme oder da kommt jemand, weißt du? Weil das hörst du super weit. Weil der so dünn ist wie so ein Klangkörper. Weißt du, diese Wurzeln sind ja so dünn. Wenn du dagegen klopfst, so ein Geräusch hast du bei keinem deutschen Baum. Das stimmt. Da muss man mit irgendeinem Holzstock gegen kloppen. Oder mit der Wie 3 Meter noch von, also unvorstellbar. Seite von der Machete. Boah. Das nächste. Voll die Ranken. Alles Spinnennetze. Irre, ne? Ja. Dass sich die Bäume irgendwie einfach etwas aussuchen. Ja, und das ist halt irgendwie eine Schlingpflanze, die auch komplett drumherum geht, bis ganz oben. Guck mal, wie viele Pflanzenarten auf diesem Baum wachsen. Sobald man stehen bleibt, kommen die Mücken. Aber ich glaube, wir sind bald am Ende angekommen, da vorne. Am anderen Ende vom See. Da bin ich mal gespannt, wie wir darüber kommen. Aber da wirst du ja nichts finden. Da sind immer mehrere Dicke, die da rüber gehen, Joey. Leider. Da können wir rüber gehen. Boah, guck mal, das war hier alles überschwemmt. Guck mal, hier ist auch wieder ein Welsentoter. Oh, nicht nur einer, 2, 3, 4, 5. Guck mal, alles tote Welse. Boah. Und Piranha. Leute, das Boah, der ist sieht ein krass Gebiss. aus. Bonefish, Fishbone oder wie Stell dir hieß die vor, Marke? Erinnert mich 80 sofort davon. an. greifen dich an. Dann Arsch. Boah, die Zähne Und sehen das andere übel vorne aus. Das ist keine Freude. Boah, noch ein toter Wels. Wir haben jetzt eben keine toten Fische gesehen. Aber ey, wo wir doch gekommen sind, war doch hier, Joey, oder? Vertue ich mich. Hier war doch überall Wasser, wo wir gekommen sind. Guck mal, das ist ja vielleicht 20, 30 Zentimeter unter dem Wasserspiegel. Okay, wo klettern wir drüber? Den hier vorne direkt? Da müssen wir ganz kurz ein bisschen ins Wasser latschen. Oder weiter den da hinten. Mal guck dir das an. Oh, da sehe ich mal was Größeres schwimmen in Richtung unserem Netz. Da ist irgendwas Totes. Jetzt wird's spaßig. Ja, ich würde sagen, Joey, Der ich hintere. versuche es. So, Otto, links oder rechts rum? Reinfallen muss nicht sein. Es ist halt immer schmaler, der Baum. Da kommt man doch gar nicht Kunstturner lacht durch. Jetzt. Ich bin kein Kunstturner, ich habe trotzdem gelacht. Okay. Joey Kelly bei der Gewässerbaumstammüberquerung. Guck Naja, mir an, wie guck mal, ein mit dem Stock. Drahtseilartist. Ist schon schlau, um sich Wenn du abzustützen. da jetzt einfach so drüber läufst, mit deinen Arbeitsschuhen. Das gibt's doch nicht. Oh oh. Joey, was ist denn hier für ein Talent verloren gegangen? Boah, das Handy macht geile Aufnahmen. Was war das? Nein. Meine Machete ist weg. 4 Euro Machete ist weg. Egal. Die wird irgendwann irgendwer wiederfinden. Ja. Oder ist sie noch da drin? Ne, die ist tief im Wasser, ne? Ja. Okay, Alles gut. Kamera ist noch da. Läuft. Alles da. Joey, guck mal, was ich hier gefunden habe. Termitennest? Reste von einem Termitennest. Sollen wir es noch mitnehmen? Fürs Feuer drauf? Ja. Gegen Mücken? Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich habe das schon mal gehabt. Auch in Brasilien.
im Regenwald, wo ich jetzt echt sagen muss, bei den Waiapi, indigenes Volk, mitten im brasilianischen Dschungel, auch Amazonasgebiet, das war bis jetzt der schönste Dschungel. Peru kommt, Peru war auch super. Und der wirklich wildeste Dschungel, wo ich echt sage, boah, weiß nicht, ob ich das mal brauche, war Kongo. Warum? Mit Sebo. Videos findet ihr alle bei mir am Kanal. Okay. Mit dem Dschungel. Aber immer bin ich ja froh, wenn es dort kühler ist und nicht so viele Mücken gibt. So, wir sind am Lager angekommen, Leute. Wupp. Eine Stunde circa. Ganz hervorragend sieht es aus hier. Ich lieb's. So, das verwarmen wir uns für nachher. Feuer ist ausgegangen. Jetzt müssen wir uns mal anmachen wieder. Wann sehen wir solche Videos von dir? Clap, Junge. Ich bin wieder an meinem Lieblingsprojekt, meinem Netz. Wenn ich irgendwann mal vielleicht die Kohle haben sollte, dahin zu fliegen, in den Dschungel, mich da aussetzen zu lassen, dann. Mittlerweile haben wir schon ein bisschen was zusammen. Ich werde es nicht bis ganz links und rechts schaffen, Leute. Ich fälle jetzt hier noch 6, 7 Fäden rein, links und rechts, und dann mache ich eine Halterung, sodass ich das vernünftig gerade aus dem Wasser ziehen kann. Denn ich will das Ding einfach testen. Ich muss sehen, ob das klappt. Und jetzt habe ich schon mal gerade ausgerechnet, über 1600 Knoten zusammen, Leute. Oh. Das ist schon nicht wenig. So, hier haben wir mehr Palmen. Da vorne und hier. Gesammelt. Um Frisch den Dach gesammelt? dicht zu machen. Von der zweite Hütte. Das ist jetzt der erste Schicht und da muss einfach mehr kommen. Das So kann übereinander. man 2 Palmen ineinander fechten. Und das bildet halt quasi so eine Art Wand. Boah, das ist krass. Das sieht cool aus. Würde ich ja auch machen. Okay, so sieht der erstmal 3-mal besser aus als davor. Und das kann man immer noch verbessern. Also es ist aber auch so, dass die Blätter natürlich auch, die werden trocken und die werden etwas kleiner. Deswegen muss man halt nachfuttern. Aber irgendwann sind so viele Schichten, dass das auf 100% dicht ist. Es ist jetzt schon, ich sag mal, 80-90% dicht. Natürlich kann ich das nicht beweisen, aber wenn es Regen geben würde, wir behaupten, dass wirklich das meiste nicht da reinkommt. Jetzt machen wir halt quasi einmal. Ja, aber ich finde, die Neigung ist halt zu steil, ne? Das ist so, finde ich. Weiß, keine Ahnung. Es regnet ja nicht immer irgendwie einfach senkrecht runter. Sauber. Baustellen, wichtig ist, immer sauber halten. Die letzte Paracord, die ich habe, verbraucht. Ich habe noch einen Teil von meinem Tab oben abgeschnitten. Ganz eng. Und so sieht es jetzt aus, Leute. Boah. Das ist jetzt mein Netz. Und damit ziehen wir jetzt ins Gefecht. Jetzt mache ich noch hier links, rechts, oben so Schlaufen dran. In der Mitte kommt dann nochmal so eine Schlaufe. Und da kann man dann mit dem Stock dran und lässt das so ins Wasser. Die Frage ist, geht das überhaupt runter? Ist ja Holz. Wir werden sehen. Ich habe zum Glück ein bisschen Blei dabei. Jo. Gar nicht dran gedacht. Vom Angeln. Ich hoffe, das reicht. So, das montieren wir jetzt noch und dann ist das Ding endlich fertig. So viele Tage Arbeit, jetzt so viele Stunden reingeflossen. Und am Ende Selbst bringt wenn es es für nichts. eine Mahlzeit gut ist, weiß ich, funktioniert, kann man machen, könnte man wieder machen oder ihr könnt es nachmachen. Auf Oder gar das keinen funktioniert, Fall, wie bist ich du mir das- wahnsinnig? Wie ich mir das vorstelle, ehrlich gesagt. Das werden wir jetzt sehen. Boah, das aus dem. Also ich kann mir vorstellen, wenn es unten im Wasser ist, das rauszuziehen schnell, Nicht zu kurz. wird auch richtig Also das ist anstrengend. Die Vorstellung schon mal Das nicht. kennt ihr wahrscheinlich, ne? Wenn ihr irgendwas im Wasser habt und dann zieht ihr raus. Ich glaube, dass, wenn es einmal unten ist, das mit Ruck hochzuziehen, ist sehr kräfteaufreibend. Und gar nicht einfach.
Weil es so einen Widerstand einfach besitzt. Okay, so ist der Hof auch sauber. Diese Freunde, kommen die auch alle zum Einsatz. Das sind nämlich jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, mal vielleicht reingucken, sozusagen Die Hüllen. die äußeren Hüllen von der Paracord. Und die kann man natürlich auch verwenden. Ist ja ultra stabil, selbst ohne das Innere. Also, so sieht das aus. Hier oben kommt noch eine Schlaufe rein, da ein Stock dran. Hier habt ihr dann das Netz unter euch. Das lasse ich so ins Wasser. Da kommt ein Köder drauf in die Mitte und dann ziehe ich es mit dem Stock schnell hoch und habe die Fische drauf. Klingt Soweit in der Gedanke, ob das Theorie klappt. easy. Da werden wir sehen. Ja, ich bin so gespannt, Joey. Also diese Tage, die ich jetzt investiert habe, ich habe jetzt mal ausgerechnet, ich bin jetzt bei über 1700 Knoten, die ich gemacht habe. Also wenn das nicht funktioniert, da drehe ich am Rad. Diese Tage fliegen hier einfach rum, Leute. Boah. Was meint ihr? Glaubt ihr, es funktioniert oder glaubt ihr, es funktioniert nicht? Wir haben jetzt 17:04 Uhr. Und du denkst du schon, ja, boah, so top, Sommer, ewig lang hell. Aber das heißt für uns, Gas geben, Gas geben, Gas geben, weil in einer Dreiviertelstunde ist es hier düster. Da ist nichts mehr. Wir müssen jetzt rüber zum Stellnetz, zum Kiemnetz, das kontrollieren, das abbauen, weil wir werden morgen Vormittag schon abgeholt. Wir bauen jetzt das Netz ab, weil wir haben heute 6. Nacht und morgen schon 7. Tag. Und morgen geht's halt, Früh nach Hause. wir werden abgeholt. Früh abgeholt und dann geht's Richtung, vielleicht klappt es auch nicht, also so ein Koksbauer, Kokainbauer, jemand, also hier Menschen, die am Amazonas halt quasi das Zeug halt produzieren. Wir schauen mal. Es gibt keine Garantie und wir gucken natürlich auch, ob Business. Noch ein Business-Trip hinterher schieben hier. die Situation gefährlich ist. Weil wenn wir merken, keine Ahnung, die Typen, die uns abholen, Kanonen unter der Jacke haben, dann sagen wir, pass mal auf, wir müssen doch den Zug kriegen. Otto, was hältst du davon? Dann machen wir es so, wir machen ein Zeichen. Das Zeichen ist Haribo. Haribo. Oh, Haribo? habe ich Lust auf Haribo, genau. Genau. Und dann wissen wir, Und dann, Abbruch. dann geht der Otto und haut dem um. Ich laufe trotzdem weiter. Dann setze ich mich in Sicherheit. Nein, okay, ich hau mit. Oder ich halte ihn und du haust ihn. Ich mache das jetzt komplett ab, das Netz. Dann ziehen wir das komplett ins Boot. Wir hinterlassen kein Stück Müll. Gar nichts. Wir Gut, ist so richtig, ne? nehmen alles mit. Jede Verpackung von USB-Karte und alles. So, was machen wir mit dem Wels, Joey? Hast du Hunger auf Wels? Nein. Okay, ich auch nicht. Dann lassen wir den leben. Ja, der ist noch im Leben. Den Dann lassen geht wir er noch wieder. stehen. Ach, krass. Guckt euch diesen Wels an. Ich weiß nicht, ob ihr da die Stacheln erkennen könnt. Ich dachte, das wären so Der helle Bartstoppeln. Wahnsinn. Verrückt. Gruselig, das schwarze Auge. Krass. Guck mal hier, Joey. Das war einer der kleinen Fische, die da weggefressen worden sind. Und guck mal bitte, was von diesen Fischen übrig ist. Also wir hatten bis jetzt tagsüber Boah. hier nicht so viel Erfolg, minimal oder fast gar nicht. Und nachts war hier die Hölle los. Okay Leute, damit haben wir das Kapitel Stellnetz, Kiemnetz abgeschlossen. Eigentlich bin ich nicht so ein großer Fan von diesen Netzen, weil es für die Fische natürlich, die sich verhängen da drin, Ja, die verrecken Stress. teilweise natürlich elendig. Das ist überhaupt nicht cool. Also Dinger sind überall weltweit im Einsatz. Trotzdem nicht cool. Wir haben alle Fische, die wir drin hatten, gefuttert. Wir hatten allerdings auch ein, zwei, die wurden da drin schon aufgefuttert von ihren Artgenossen oder von wem auch immer, von Piranhas. Auch Deswegen mies. werden so ein Netz nicht als Spaß einsetzen und nicht einfach so, oh ja, wir probieren das mal aus, weil das ist für Fische tatsächlich nicht so cool. Uns hat es jetzt gute Dienste geleistet. 10 Meter. Das Ding ist jetzt allerdings auch am Wirken. Aber wenn du überlegst, jetzt mal generell einfach einen Fisch zu fangen und ihn dann als Nahrung, das ist auch nicht cool für den Fisch. So. Hä, warum ist der Ton denn jetzt weg? Nicht einfach so, oh ja, wir probieren das mal aus, weil das ist für Fische tatsächlich nicht so cool. Uns hat es jetzt gute Dienste geleistet.
10 Meter. Das Ding ist jetzt allerdings auch wirklich am Ende. Da geht nichts mehr. Jetzt heißt es Heimfahrt antreten, Leute. Nicht einfallen auf die letzten 2 Meter. Ja, ist man auch am Ende froh wahrscheinlich, wenn Also es im so Moment der Weite zu Ende gekommen. geht. Das Ding ist oben befestigt am Stock. Der Stock Erstmal, bricht. ob das Ding auch untergeht, das ist ja die große Frage. Wir brauchen irgendwas Schweres, damit es auch untergeht. Wir Und nehmen dann von dem Wurfnetz kriegst du es nicht mehr hoch. mit dem Messer einfach 2, 3 Stück Blei runter. Ich will es jetzt nicht kaputt machen, aber das bisschen macht wohl nicht viel aus. Normalerweise haben die in Deutschland halt, sind die mit so einem, sind die aus Metall, weißt du? Ja. Die Rahmen. Geht trotzdem nicht. Ah doch. Okay. Boah. Brauchen mehr Blei. Da. Obwohl, es geht sogar. So, Versuch Nummer 2. Und dann versuchen wir mit dem Waschen machen. Also tut, als würde man sich waschen. Ah, die kommen gerade schon. Hier, der Welskopf. Wo ist der jetzt hin? Hast du gesehen, wie die wegspringen? Das gibt es nicht. Hast du Weggefressen. gesehen, was die für Einfach. eine Sprungkraft haben? Das gibt's doch nicht. Ja, wenn die irgendwas merken, Eins hast du dann. gehabt. 2. Ein. So. Wollte den ansetzen an die. Ja, aber das können wir nicht. Einen ist ja witzlos, oder? Was willst du mit dem machen? Ich würde sagen, wir lassen ihn wieder frei. Aber auch. Oder hungern wir den letzten Abend. Nee. Jetzt habe ich so viele Stunden Bitter. darin Passiert, investiert. das ist das Leben, ne? Fast Ja. 1700 Knoten gemacht. Ja gut, aber wer nicht probiert, Der weiß nicht, ob es glatt oder nicht. Da bleibt Genau. es nur, in 20 Minuten wird es dunkel, zu sagen, ein Satz mit X, beziehungsweise Lessons learned. Braucht er nicht im Dschungel bauen. Wenn ihr trotzdem Tipps habt und wisst, wie das funktioniert, oder ihr habt schon mal das gesehen, wie es funktioniert hat, schickt mir gerne die Links, haut es gerne in die Beschreibung. Ja, da ist ein Kescher Nichts doch machen, einfach nichts falsch. viel Das haben effektiver. wir gemacht, das haben wir falsch gemacht und irgendwann machen wir was richtig, so wie es stellen ist. so ist es. Jetzt haben wir 6 Tage rum. Und die vergingen wie im Fluge. Und es war einfach eine tolle Zeit bis jetzt. Und morgen stehen noch mal richtige Highlights an. Morgen steht ja an, wenn es klappt. Irgendwas davon wird auf jeden Fall klappen. Ein bisschen wehleidig bin ich, weil ich liebe unser Zuhause hier. Und ehrlich gesagt, so wie das geworden ist, gerade ein Shelter, den Joey da gebaut hat, das ist einfach die 10 von 10. Das ist Ja, ein paar Tage wären jetzt noch richtig cool. drin, ne? Also einmal hier mit Bett zum drunter liegen. Tagsüber super Schutz vor Sonne. Kommt ordentlich Wind rein. Und dann mein Shelter. Also ich meine, das ist einfach super geworden. Schön verflechtet. Und ich bin nach wie vor echt fasziniert von den Naturmaterialien hier zum Binden. Ja, das ist krass. Wir haben kein bisschen Paracord genommen. Nirgendwo an diesem gesamten Gerät. Alles ist gebunden mit Naturmaterialien. Das kann man sich doch anschauen, oder? Jetzt bam. Wie sieht das für euch aus, das Lager? Das sieht doch einladend aus. Lasst ihr mal einen Kommentar da. Wie findet ihr unsere Shelter, halbfertigen Shelter und die ganzen anderen Sachen, die wir gemacht haben? Und was habt ihr vielleicht vermisst? Hier brennt er oder glüht er. Schau dir das mal an. Sieht Ach, aus wie das ist das Lava. Nest. Und es raucht auch ganz ordentlich daraus. Aus dem alten Termitennest. Und das soll tatsächlich die Moskitos fernhalten. Riechen tut's ganz okay. Also ist jetzt nicht irgendwie ein beißender Geruch oder irgendwas. Also eigentlich, ich würde sagen, fast neutral oder wie wenn Holz abbrennt. Und das haben viele Indigene, tun das auch immer wieder drauf. Als kleinen Trick. Einfach ein bisschen Termitenhügel gegen Mücken. Also ich habe tatsächlich das Gefühl,
dass hier keine Moskitos sind. Zumindest mal nicht rund ums Feuer. Aber ist das Wäre auch so natürlich- nicht der Fall? Natürlich der absolute Kracher. So, jetzt heißt es nochmal Zähnchen putzen, pullern, ab ins Bett, beziehungsweise in die Hängematte für die letzte Nacht an diesem wunderschönen Ort leider. Heute 6. Tag, super gelaufen. Ich bin aber wirklich sehr müde. Ich konnte ab 3 Uhr morgens nicht mehr schlafen, was auch nicht schlimm ist. Da muss man warten, bis es hell wird. Es wird so um kurz vor 6 hell. Wir haben den ganzen Tag durchgeackert, alles. Wir haben alles hinbekommen, was wir vorhatten. Einzige Doofe ist, die Moskitos, die sind natürlich wahnsinnig nervig, aber gut, egal. Auf jeden Fall, alles andere ist wunderschön und es war eine gigantische Zeit. Es hat riesen Spaß gemacht mit Otto. Adventure Buddies, halt Teil 2, letztes Jahr Yukon, dieses Jahr halt Amazonas. Wo die Reise noch hinführt, wissen wir nicht, aber wir haben über Sachen gesprochen. Schauen wir mal. Und morgen wird es richtig spannend. Ich bin sehr gespannt. Ein paar Tage mehr wären halt cool, würde ich behaupten. 2 Tage noch. Ob das, was wir vorhaben, ob alle 3, 4 Sachen klappen. Und wenn eins nicht klappt, dann ist es halt so, wir sind halt in der Dschungel und wir sind halt in South America. Und es ist alles auf Option und es sieht gut aus. Und wir haben die richtigen Mittelmänner gefunden, die richtigen Vermittlern. Glauben wir zumindest, wir werden es sehen, wir werden es erleben. Und dann sind wir sehr gespannt. Gute Night. Leute, es war ein toller Tag. Heute Morgen Fische wieder im Netz drin gehabt, schön gegrillt, richtig gut gegessen. Diesmal ganz andere Fische. Also wie viele verschiedene Fische wir jetzt schon gefangen haben, ist irre. Dschungelwanderung gemacht, um unseren See rum. Das tolle stimmt. Bäume gesehen. Das mit den Fischen fand ich richtig cool. Die einzelnen Fischarten. Angeln hätte ich noch cool gefunden, aber gut, hat wahrscheinlich nicht so funktioniert irgendwie, wegen den Piranhas. Leider nicht so viele Tiere, aber super schön. Einfach top, richtig cool. Shelter, den Monster-Shelter, den Joey jetzt fertig gebaut hat. Plus die Toilette. Also richtig viel heute. Aber einfach eine mega gute Zeit gehabt. Gute Talks. Tolles Wetter. Was will man mehr? Also ich muss sagen, richtig guter Tag. Der hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Das ist doch schön. Ich melde mich jetzt ab mit einer Timelapse vom Termitennest auf dem Feuer. So sieht's aus. Gute Nacht, Leute. Was in der nächsten Folge passiert. Es bleibt spannend bei Adventure Buddies. Freut euch auf die nächste Folge. Das wird wieder weggemacht, direkt geskippt. Ja, geil, ey. War auf jeden Fall richtig cool. Ich fand es entspannt, ich fand es unterhaltsam. Könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, ob ihr es unterhaltsam fandet. Ich fand's cool. Ich würde sowas auch irgendwie gerne mal machen wollen. Aber nicht direkt im Dschungel. Ja, geile Sache.